Wusstest du, dass es in Tibet Ehen zwischen Geschwistern gibt? Dies ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse der höchsten Region der Welt. Ich war schon immer von der tibetischen Kultur fasziniert, und als ich Hinweise auf diese Ehen entdeckte, wurde meine Neugier geweckt. Obwohl ich anfangs zögerte, traf ich einen Anthropologen, der mich ermutigte, weiter zu forschen. Ich reiste nach Tibet und stellte mich klimatischen und kulturellen Herausforderungen, fand aber auch Verbündete, die bereit waren, ihre Geschichten zu teilen. Ich nahm an einer Hochzeitszeremonie zwischen Geschwistern teil, die mir ein tiefes Verständnis für diese Tradition vermittelte. Ich entdeckte, dass diese Ehen entscheidend für den Erhalt von Familienland und den sozialen Zusammenhalt sind. Zurück zu Hause teilte ich meine Erkenntnisse, trotz Kritik, und verteidigte die Wahrheit. Jetzt möchte ich mit euch teilen, was ich über die Ehen zwischen Geschwistern in Tibet gelernt habe. Begleitet mich auf dieser faszinierenden Reise durch die Höhen und Traditionen Tibets. Die Tibeter, verwurzelt in ihren majestätischen Bergen und verehrten Vorfahren, haben eine widerstandsfähige Gemeinschaft geschaffen, die in der Lage ist, monumentale Herausforderungen zu überwinden. Tibet ist ein außergewöhnlicher Ort, der die Ruhe der Höhen mit dem historischen und kulturellen Reichtum seiner Dörfer und alten Tempel verbindet. Von ihrem besonderen Glauben an die Wiedergeburt der Dalai Lamas bis hin zu ihren einzigartigen Hochzeitstraditionen zeichnet sich Tibet durch seine besonderen Merkmale aus. Neben seinen tief verwurzelten Traditionen erhebt sich Tibet als ein heiliges und rätselhaftes Gebiet, das voller Geheimnisse wie dem Monster des Namzo-Sees, legendären Kreaturen wie den Yetis und den mythischen Reichen Shambhala und Agartha ist. Wir laden dich ein, in dieses neue Video einzutauchen, in dem dich jedes Detail faszinieren wird. Gelegen auf dem weiten tibetischen Plateau, bekannt als das Dach der Welt, grenzt dieses wilde Gebiet an China, Nepal, Indien und Bhutan und wartet darauf, erkundet zu werden. Freunde, wenn dir dieser Inhalt gefällt, gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal, um mehr über dieses faszinierende Land zu erfahren. Außerdem, das Beste kommt zum Schluss. Los geht's. Tibet mit seiner rätselhaften Mischung aus Mystik und Heiligkeit, die jeden Winkel seines Territoriums durchdringt, hat eine reiche und komplexe Geschichte erlebt, die bis ins 7. Jahrhundert zurückreicht, als es als kulturell eigenständige Einheit entstand. Im Laufe des 18. Jahrhunderts nahmen die geografischen Grenzen Tibets die Form an, die wir heute kennen, und umfassten das weite Gebiet von Yuzhang im Herzen des majestätischen tibetischen Plateaus sowie die verstreuten Regionen Kham und Amdo, die heute zu den chinesischen Provinzen Sichuan und Qinghai gehören. Im Laufe der Jahrhunderte war Tibet ein Schmelztiegel der Spiritualität und einzigartiger Traditionen, die Reisende und Gelehrte gleichermaßen fasziniert haben. Seine imposanten Landschaften dienen als Kulisse für eine Geschichte, die von kulturellem Widerstand und der Suche nach spiritueller Erleuchtung geprägt ist. Obwohl es schwierig ist, die Komplexität des historischen Konflikts zwischen China und Tibet zu behandeln, ist es wichtig zu erwähnen, dass die weite zentrale und westliche Region Tibets heute unter chinesischer Verwaltung als autonome Region Tibet steht. Der Begriff Tibet hat seinen Ursprung im tibetischen Bod, das ursprünglich verwendet wurde, um das Gebiet um Lhasa, die spirituelle Hauptstadt Tibets, zu bezeichnen. Laut einigen linguistischen Studien könnte das Wort Tibet Wurzeln in einer semitischen Sprache haben und eine Bedeutung haben, die die imposanten Höhen dieser Region evoziert, die in der höchsten Gebirgskette der Welt verwurzelt ist, und Lhasa, die höchste Hauptstadt der Welt, beherbergt, die auf 3650 Metern über dem Meeresspiegel liegt und die zweithöchste Stadt Asiens ist. Die tibetische Kultur mit ihren religiösen Praktiken, die in jeden Aspekt des täglichen Lebens eingebettet sind, hat einen unvergleichlichen spirituellen Reichtum hervorgebracht, der weiterhin diejenigen anzieht, die nach Bedeutung und Transzendenz suchen. Die jahrhundertealten Klöster erheben sich als stille Wächter einer Tradition, die den Prüfungen der Zeit und äußeren Kräften standgehalten hat. Lhasa, das Land der Götter, ist ein Schmelztiegel, in dem sich Spiritualität und Geschichte vereinen.
Als Zentrum des tibetischen Buddhismus beherbergt diese 1000-jährige Stadt architektonische Schätze von unschätzbarem Wert, wie den majestätischen Potala-Palast, die ehemalige Residenz der Dalai Lamas und ein Symbol der spirituellen und weltlichen Macht Tibets. Der Potala-Palast mit seinen imposanten weißen Mauern und goldenen Dächern ist ein Labyrinth aus Sälen, Kapellen und Stupas, die heilige Reliquien und farbenfrohe Wandgemälde beherbergen. Norbulinka, der Sommerpalast der Dalai Lamas, bietet mit seinen üppigen Gärten und zarten Pavillons einen ruhigen Kontrast und wird zu einer Oase des Friedens im Herzen von Lhasa. Diese beiden Stätten, zusammen mit dem Jokang-Tempel, einem heiligen Heiligtum für tibetische Buddhisten, wurden von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt und ziehen Pilger und Besucher aus aller Welt an. Mit einer Bevölkerung von etwa 250.000 Einwohnern, die sich auf 7 Landkreise verteilen, ist Lhasa das größte städtische Zentrum Tibets und spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung und Verbreitung der reichen tibetischen Kultur und Traditionen. Tibet mit seiner weiten Ausdehnung und seiner hohen Lage ist ein Schmelztiegel der Kulturen und Traditionen. Lhasa als spirituelle und administrative Hauptstadt ist das pulsierende Herz dieser bergigen Region. Diese 1000-jährige Stadt mit ihren engen gepflasterten Gassen und traditionellen Lehmhäusern ist ein lebendiges Zeugnis der tibetischen Geschichte und Kultur. Die tibetische Sprache mit ihrer reichen Geschichte und komplexen grammatikalischen Struktur ist ein sprachlicher Schatz, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Die tibetische Sprache mit ihren zahlreichen Dialekten und ihrer einzigartigen Schrift ist ein unverzichtbares Mittel zur Bewahrung der tibetischen kulturellen Identität. Die tibetischen Mönche und Nonnen, die sich dem Studium und der Praxis des Buddhismus widmen, spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung der tibetischen Sprache und Kultur. Die Klöster von Lhasa wie Drepung und Sera sind Zentren des Lernens und der religiösen Praxis, in denen die Mönche die heiligen Texte studieren und an philosophischen Debatten teilnehmen. Durch die tibetische Sprache werden das alte Wissen, die Legenden und die buddhistischen Lehren weitergegeben, wodurch die Kontinuität der tibetischen Kultur sichergestellt wird. Der tibetische Buddhismus, ein Zweig des Mahayana Buddhismus, ist seit über 1000 Jahren in das Gewebe der tibetischen Kultur eingewoben. Seine Klöster, wahre Festungen des Glaubens, erheben sich als Wächter der Zeit. Ihre Stein- und Holzwände flüstern Geschichten von weisen Mönchen und frommen Pilgern. Stell dir vor, du betrittst eines dieser Klöster, wo der Duft von Weihrauch und der Klang monotoner Gesänge eine Atmosphäre tiefer Spiritualität schaffen. Die Gebetsfahnen, bunt und lebendig, flattern im Wind wie Botschaften des Friedens und der Harmonie, während die Mönche Mantras rezitieren und die Gebetsmühlen drehen, um Verdienste für alle fühlenden Wesen zu sammeln. Das Konzept von Shangri-La ist das pulsierende Herz dieses Glaubens. Es ist der Glaube an einen göttlichen Funken, der in jedem Menschen innewohnt, eine Flamme, die durch spirituelle Praxis entzündet und genährt werden kann. Durch Meditation und heilige Rituale suchen die tibetischen Buddhisten, ihren Geist zu reinigen und Erleuchtung zu erlangen, um sich so aus dem Kreislauf des Leidens zu befreien. Tibetische Tempel sind mehr als nur Gebäude, sie sind Portale zu anderen Welten, Orte, an denen das Irdische auf das Göttliche trifft. In atemberaubend schönen Landschaften gelegen, bieten diese Heiligtümer den Gläubigen eine Zuflucht für die Seele. Ihre Wände sind mit kunstvollen Wandmalereien geschmückt, die Geschichten von Buddhas und Bodhisattvas erzählen, während die Altäre mit Opfergaben und goldenen Statuen überquellen. Die Architektur dieser Tempel, eine Verschmelzung indischer und tibetischer Stile, ist ein wahres Kunstwerk, das den kulturellen und spirituellen Reichtum dieser Region widerspiegelt. Der Dalai Lama, der bekannteste spirituelle Führer Tibets, ist eine Figur, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Sein freundliches Lächeln und seine Botschaft von Mitgefühl und Toleranz haben Grenzen und Kulturen überschritten. Der Dalai Lama ist nicht nur ein spiritueller Führer,
sondern auch ein unermüdlicher Verfechter der Menschenrechte und des Weltfriedens. Sein Leben und seine Lehren sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer oft turbulenten Welt. Der Begriff Dalai Lama ist an sich poetisch und eindrucksvoll. Dalai bedeutet Ozean auf Mongolisch und symbolisiert die Unermesslichkeit seiner Weisheit und seines Mitgefühls, während Lama im Tibetischen einen wiedergeborenen spirituellen Meister bezeichnet. So wird der Dalai Lama als ein Ozean der Weisheit gesehen, ein Führer, der im Laufe der Jahrhunderte wiedergeboren wurde, um der Menschheit zu helfen, inneren Frieden zu finden. Die Dalai Lamas sind zentrale Figuren im tibetischen Buddhismus und haben eine entscheidende Rolle in der Geschichte dieser bergigen Region gespielt. Sie gelten als irdische Emanationen des Bodhisattva, des Mitgefühls, Avalokiteshvara, und kombinieren tiefe Weisheit mit einer politischen Autorität, die über Jahrhunderte hinweg Bestand hatte. Der Glaube an die Wiedergeburt ist grundlegend für die Institution des Dalai Lama. Es wird angenommen, dass nach dem Tod der Geist des Dalai Lama auf ein neugeborenes Kind übergeht, wodurch die Kontinuität dieser Linie spiritueller Meister erhalten bleibt. Die Identifizierung des neuen Dalai Lama ist ein komplexer und ritualisierter Prozess, der die Interpretation von Prophezeiungen und die Suche nach günstigen Zeichen umfasst. Sobald er gefunden ist, wird das Kind einer Reihe von Prüfungen unterzogen, um seine Identität zu bestätigen, und wird von klein auf in den buddhistischen Lehren unterrichtet. Über ihre spirituelle Rolle hinaus waren die Dalai Lamas politische Führer Tibets. Sie regierten das Land über Jahrhunderte hinweg und pflegten Beziehungen zu benachbarten Reichen wie dem chinesischen und dem mongolischen. Ihre Autorität basierte auf einer Kombination von Faktoren: ihrer Heiligkeit, ihrer Weisheit und ihrer Fähigkeit, das tibetische Volk zu vereinen. Der 13. Dalai Lama zum Beispiel modernisierte das tibetische Verwaltungssystem und knüpfte diplomatische Beziehungen zum Westen. Das 20. Jahrhundert brachte jedoch große Veränderungen für Tibet und die Institution des Dalai Lama mit sich. Die chinesische Invasion im Jahr 1950 beendete die Unabhängigkeit Tibets und zwang den 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso ins Exil nach Indien. Trotz seines Lebens fernab seiner Heimat ist der Dalai Lama weiterhin eine weltweit hoch angesehene Figur. Er hat sein Leben der Förderung von Frieden, Gewaltlosigkeit und Menschenrechten gewidmet und erhielt 1989 den Friedensnobelpreis als Anerkennung für seine Arbeit. Im Exil hat der Dalai Lama seine Rolle als spiritueller und politischer Führer des tibetischen Volkes beibehalten. Er hat eine tibetische Exilregierung gegründet und unermüdlich daran gearbeitet, die tibetische Kultur und Identität zu bewahren. Trotz der Herausforderungen hat der Dalai Lama seinen Wunsch geäußert, eine friedliche Lösung des Konflikts mit China zu finden, die auf Dialog und gegenseitigem Respekt basiert. Die Figur des Dalai Lama ist ein Symbol der Hoffnung und des Widerstands. Seine Botschaft von Mitgefühl und Toleranz hat weltweit Anklang gefunden und Millionen von Menschen inspiriert. Trotz politischer und sozialer Veränderungen bleibt die Institution des Dalai Lama auch heute noch relevant, und sein Vermächtnis wird noch viele Jahrhunderte fortbestehen. Wenn du immer noch bei mir bist, Abenteurer, lade ich dich ein Gefällt mir zu geben und zu abonnieren, um mehr über dieses faszinierende Land zu entdecken. Deine Unterstützung ist bedingungslos. Weiter geht's. In Tibet erheben sich die Tempel und Klöster mit Würde und hallen von den Echos uralter Legenden wie Shambhala und Agartha wieder. Shambhala, ein mythisches Königreich, das in den tibetischen und buddhistischen Lehren verwurzelt ist, wird als Oase der Weisheit und Spiritualität angesehen. Versteckt in den Tiefen des Himalaya wird es als ein Heiligtum des Friedens und der Harmonie betrachtet, das von Lichtwesen bewacht und von denen gesucht wird, die nach spiritueller Utopie streben. Die Legende von Shambhala ist tief mit den buddhistischen Glaubensvorstellungen verknüpft.
insbesondere mit dem Konzept des Kalachakra, einer komplexen Kosmologie, die kosmische Zyklen und die spirituelle Entwicklung der Menschheit beschreibt. Es heißt, dass Shambhala in kritischen Momenten der Geschichte auftaucht, um die Menschheit zur Erleuchtung und zum Frieden zu führen. Seine Bewohner, hochentwickelte Wesen, besitzen ein tiefes Wissen über die Geheimnisse des Universums und leben in Harmonie mit der Natur. Oft wird Shambhala mit der Legende von Agartha in Verbindung gebracht, einem weiteren unterirdischen Reich, das angeblich in den Tiefen der Erde existiert. Agartha, so einige Traditionen, ist ein technologisch fortgeschrittenes Reich, bewohnt von einer überlegenen Rasse, die ein uraltes Wissen bewahrt hat. Einige glauben, dass Shambhala und Agartha verbunden sind und dass die Bewohner beider Reiche zusammenarbeiten, um die Menschheit in ihrer spirituellen Entwicklung zu führen. Diese Legenden haben über Jahrhunderte hinweg Entdecker, Okkultisten und spirituelle Sucher fasziniert. Die Vorstellung eines verborgenen Reiches, erfüllt von Weisheit und Frieden, hat die Fantasie vieler beflügelt und bietet ein Gegenstück zu einer Welt, die oft von Konflikten und Zwietracht geprägt ist. Obwohl die Existenz von Shambhala und Agartha nie bewiesen wurde, üben diese Legenden weiterhin einen starken Einfluss auf die tibetische Kultur und Spiritualität aus. Sie repräsentieren das Streben nach einer gerechteren und mitfühlenderen Welt, einem Ort, an dem Weisheit und Spiritualität das Leben der Menschheit leiten. Tibet, das Dach der Welt, ist eine Region der extremen Kontraste. Seine schneebedeckten Gipfel, die den Himmel berühren, stehen im Gegensatz zur Trockenheit seiner Hochebenen. Diese bergige Region im Herzen Asiens war über Jahrhunderte hinweg ein Treffpunkt von Kulturen und Zivilisationen. Ihre strategische Lage an der Kreuzung großer Reiche hat sie zu einem Objekt des Begehrens und der Konflikte gemacht. Aber jenseits ihrer geopolitischen Bedeutung spielt Tibet eine entscheidende Rolle im ökologischen Gleichgewicht des Planeten. Die wasserwirtschaftliche Bedeutung Tibets ist unbestreitbar. Bekannt als die Wasserquelle Asiens speisen seine Gletscher die größten Flüsse des Kontinents wie den Ganges, den Brahmaputra und den Yangtze. Millionen von Menschen in Indien, China, Nepal und anderen asiatischen Ländern sind auf dieses Wasser für Landwirtschaft, Wasserkraft und den häuslichen Verbrauch angewiesen. Das beschleunigte Abschmelzen der tibetischen Gletscher, verursacht durch den Klimawandel, stellt eine existenzielle Bedrohung für diese Bevölkerungen und Ökosysteme dar. Geopolitisch gesehen war Tibet jahrzehntelang ein Spannungsherd. Seine Annexion durch China im Jahr 1950 hat einen Konflikt ausgelöst, der bis heute andauert. Die Tibet-Frage war Gegenstand von Debatten in der internationalen Gemeinschaft und viele Länder haben ihre Besorgnis über die Menschenrechtssituation in der Region geäußert. Die chinesische Militärpräsenz in Tibet und der Bau großer Infrastrukturen haben das empfindliche ökologische Gleichgewicht der Region gestört und eine massive Abwanderung von Tibetern verursacht. Die Biodiversität Tibets ist einzigartig und fragil. Seine hohen Berge, seine Salzseen und seine weiten Steppen beherbergen eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren, von denen viele endemisch sind. Der große Panda, der Schneeleopard und das Yak sind nur einige der emblematischen Arten, die in dieser Region leben. Doch der Verlust von Lebensräumen, Wilderei und der Klimawandel bedrohen das Überleben vieler dieser Arten. Tibet, mit seiner einzigartigen Geographie und seinen reichen Ressourcen, ist eine Schatzkammer an Mineralien, darunter Eisen, Blei, Zink, Cadmium und Kupfer. Es ist die Heimat der größten Mine Chinas und verfügt über beträchtliche Öl- und Gasreserven, Ressourcen, die im Mittelpunkt territorialer Streitigkeiten mit China standen. Diese natürlichen Ressourcen, kombiniert mit der strategischen Lage Tibets in Asien, haben es über Jahrhunderte hinweg zu einem geopolitischen Interessenspunkt gemacht. Doch jenseits seiner natürlichen Reichtümer birgt Tibet Geheimnisse, die sowohl Faszination als auch Furcht wecken. Die ruhigen Gewässer des Namtso-Sees, eines der höchstgelegenen Seen der Welt,
waren Schauplatz von Geschichten über ein riesiges Wasserwesen, ähnlich dem Monster von Loch Ness. Diese Legende, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, hat die Fantasie der Tibeter beflügelt und zahlreiche Expeditionen auf der Suche nach diesem rätselhaften Wesen hervorgebracht. Obwohl es keine wissenschaftlichen Beweise für seine Existenz gibt, ist die Legende des Monsters vom Namzo-See ein integraler Bestandteil des tibetischen Folklore geworden. Eine weitere Legende, die die Vorstellungskraft der Welt gefesselt hat, ist die des Yeti oder des abscheulichen Schneemanns. Dieses haarige, zweibeinige Wesen, das angeblich in den abgelegenen Bergen des Himalaya lebt, war Gegenstand zahlreicher Suchaktionen und Expeditionen. Obwohl keine schlüssigen Beweise für seine Existenz gefunden wurden, bleibt die Legende des Yeti bestehen, genährt durch Augenzeugenberichte und mysteriöse Spuren im Schnee. Für die Tibeter ist der Yeti eine verehrte Figur, die als Wächter der Berge und als Symbol der Verbindung zwischen Mensch und Natur gilt. Die reiche Geschichte und Kultur Tibets haben eine Vielzahl von Mythen und Legenden hervorgebracht. Diese Geschichten, die über Jahrhunderte mündlich überliefert wurden, haben die kulturelle Identität der Tibeter geprägt und die Menschen mit ihrer natürlichen Umgebung verbunden. Der tibetische Buddhismus mit seinen Lehren über die Verbundenheit aller Wesen und die Bedeutung des Mitgefühls hat die tibetische Kultur tief durchdrungen und eine reiche Tradition von Kunst, Musik und Literatur hervorgebracht. In den Höhen Tibets, wo sich Tradition und Landschaft untrennbar miteinander verweben, überlebt eine der außergewöhnlichsten und ältesten Heiratsbräuche der Welt, die tibetische Bruderheirat. Diese Praxis, die auf den ersten Blick verwirrend erscheinen mag, ist in Wirklichkeit ein komplexes soziales System, das die Anpassungsfähigkeit und Weisheit der tibetischen Kultur widerspiegelt. Die tibetische Bruderheirat ist eine Form der kollektiven Ehe, bei der die Brüder einer Familie die Schwestern einer anderen Familie heiraten. Diese Tradition schafft nicht nur stärkere familiäre Bindungen, sondern dient auch dazu, Land und Eigentum innerhalb der Familie zu bewahren. Durch die Heirat unter Brüdern wird die Zersplitterung des Landes vermieden und die Einheit und Integrität des Familienerbes erhalten. In der Vergangenheit waren die Lebensbedingungen in Tibet extrem hart und das Überleben hing von der Zusammenarbeit und Solidarität der Familienmitglieder ab. Durch die Heirat unter Brüdern konnten die Familien die Kontinuität ihrer Linien sichern, ihr Land bewahren und ihre sozialen Bindungen stärken. Diese Praxis bot zahlreiche Vorteile, wie die Erhaltung des Landes, die Stärkung der familiären Bindungen, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Stabilität. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Arbeitskraft konnten die Familien die Herausforderungen des Lebens in einer feindlichen Umgebung besser bewältigen. Doch trotz ihrer Vorteile steht die tibetische Bruderheirat heute vor zahlreichen Herausforderungen. Die Modernisierung, Urbanisierung und der Einfluss westlicher Kulturen haben die traditionellen Bräuche der Tibeter erodiert. Viele junge Tibeter entscheiden sich dafür, aus Liebe zu heiraten und ihre eigenen Partner zu wählen, anstatt den Bräuchen ihrer Vorfahren zu folgen. Darüber hinaus haben die politischen Maßnahmen der chinesischen Regierung einen erheblichen Einfluss auf die tibetische Kultur gehabt und die Freiheit der Tibeter, ihre Traditionen zu praktizieren, eingeschränkt. Die Zukunft der tibetischen Bruderheirat ist ungewiss. Obwohl diese Praxis in einigen ländlichen Gebieten Tibets weiterhin verbreitet ist, wird sie wahrscheinlich in den kommenden Jahrzehnten weiter abnehmen. Es ist jedoch wichtig, den Wert dieser Tradition anzuerkennen und die Gründe zu verstehen, warum sie sich entwickelt hat. Die tibetische Bruderheirat ist ein Beispiel dafür, wie Kulturen ihre Bräuche an die Lebensbedingungen und Herausforderungen anpassen. Es ist eine Praxis, die trotz ihres Alters weiterhin relevant ist, um die Komplexität der tibetischen Gesellschaft und ihre Fähigkeit, sich an Veränderungen anzupassen, zu verstehen. Diese Praxis reagiert auch auf die Notwendigkeit, ein demografisches und soziales Gleichgewicht zu wahren, da sie es allen Familienmitgliedern ermöglicht, unabhängig von Alter oder Geschlecht zu heiraten.
Darüber hinaus fördert die tibetische Bruderheirat die Solidarität und gegenseitige Unterstützung zwischen den Familien, da zwei Familien zusammenkommen und gemeinsam für das gemeinsame Wohl arbeiten. Über ihre soziale und wirtschaftliche Funktion hinaus ist die tibetische Bruderheirat auch ein Ausdruck von Respekt und Ehre gegenüber den Vorfahren und dem Land, das ihnen Nahrung gegeben hat, und stärkt so die Gemeinschaftsbande und die Zusammenarbeit zwischen den Familien. Trotz der modernen Veränderungen und äußeren Einflüsse praktizieren viele tibetische Gemeinschaften weiterhin diese Form der Ehe und halten einen integralen Teil ihrer kulturellen Identität und ihres Erbes lebendig. Obwohl die tibetische Bruderheirat aus westlicher Sicht ungewöhnlich erscheinen mag, ist sie für die Tibeter eine in ihrer Geschichte und Kultur verwurzelte Praxis. Sie ist ein Zeugnis für die Fähigkeit einer Gesellschaft, sich an ihre Umgebung anzupassen und ihre wertvollsten Werte über Generationen hinweg zu bewahren. In Tibet bleibt die Bruderheirat eine verehrte Tradition, ein Faden, der das reiche Gewebe seiner einzigartigen und faszinierenden Kultur webt. Leben in Tibet, dieses hochgelegene Juwel des Ostens, erhebt sich wie ein Heiligtum der Spiritualität und des natürlichen Staunens. Mit einer durchschnittlichen Höhe von fast 4.900 Metern wird diese Region als Dach der Welt gekrönt, umarmt von den imposanten Gipfeln des Himalaya. Hier, wo jahrhundertealte Klöster an den Klippen zu schweben scheinen, verweben sich Glaube und Gebet mit der Majestät der Natur. Tibet mit seiner Aura von Geheimnis und Charme war ein vitales Bindeglied auf den alten Seidenstraßen, die Kulturen und Handel vom 7. bis zum 20. Jahrhundert verbanden. Es ist ein Ziel, das zweifellos auf der Wunschliste jedes abenteuerlustigen Reisenden stehen sollte. Im Herzen seines spirituellen Reichtums befindet sich die Freundschaftsstraße, eine legendäre Route, die Lhasa mit Kathmandu verbindet. Entlang dieser Route erheben sich Tempel und Klöster von großer Bedeutung, wobei der Yokang der am meisten verehrte ist, ein Heiligtum, das seit über 1300 Jahren Zeuge von Pilgerfahrten ist. Doch die Höhe Tibets ist nicht nur eine Zahl, sie ist eine Herausforderung für Körper und Geist. Die Höhenkrankheit ist eine Realität, die Besucher respektieren und auf die sie sich vorbereiten müssen, da der Sauerstoffmangel Symptome verursachen kann, die von lästig bis gefährlich reichen, wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden. Daher ist es entscheidend, sich Tibet mit Vorsicht und Respekt zu nähern. Eine schrittweise Akklimatisierung ist der Schlüssel, um seine Schönheit ohne Zwischenfälle zu genießen. Die idealen Monate, um in seine Landschaften einzutauchen, sind von April bis Oktober, wenn sich Tibet in seiner ganzen Pracht zeigt. Es ist jedoch zu beachten, dass Juli und August Regen bringen, die das Erlebnis verändern können. Für Wanderbegeisterte bietet der Mai klare Routen und klare Sicht, während September und Oktober ein kühles Klima und atmosphärische Stabilität bieten. Perfekt, um die Geheimnisse dieser anderen Welt zu entdecken. Eine Reise nach Tibet zu planen, bedeutet, sich auf ein Abenteuer ins Unbekannte einzulassen. Eine Reise, die lange vor dem Betreten seines heiligen Bodens beginnt. Es ist wichtig zu wissen, dass man für den Eintritt in dieses Wunderland eine spezielle Einreisegenehmigung benötigt und sich bewusst sein muss, dass die Region im März oft vorübergehend geschlossen ist. Die Unabhängigkeit bei Reisen nach Tibet ist durch staatliche Vorschriften eingeschränkt und es ist obligatorisch, ein chinesisches Visum zu erhalten, ein Prozess, der Geduld und Aufmerksamkeit für Details erfordert, da er spezifische Fristen und Anforderungen hat. Der Flughafen Lhasa Gonga, der auf 3.570 Metern über dem Meeresspiegel liegt, ist eine wahre Meisterleistung der Ingenieurskunst. Sein Bau in einer so abgelegenen Region mit extremen klimatischen Bedingungen war eine monumentale Herausforderung. Heute ist dieser Flughafen ein wichtiger Zugangspunkt für Tibet, der die autonome Region mit dem Rest der Welt verbindet. Doch nach Lhasa zu fliegen, ist nicht wie zu jedem anderen Ziel zu fliegen. Die extreme Höhe von 3.570 Metern kann bei einigen Passagieren
Höhenkrankheit verursachen. Daher wird empfohlen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und sich schrittweise zu akklimatisieren. Aus den Fenstern des Flugzeugs können die Passagiere Panoramablicke auf die Berge des Himalaya und die tibetischen Täler genießen. Während das Flugzeug sinkt, offenbart sich die Weite der tibetischen Landschaft in ihrer ganzen Majestät. Die schneebedeckten Gipfel, die alten Klöster und die kristallklaren Seen schaffen ein unvergessliches visuelles Spektakel. Neben den Luftwegen gibt es mehrere Möglichkeiten, um auf dem Landweg nach Tibet zu gelangen. Die Qinghai-Tibet-Straße ist eine der berühmtesten und herausforderndsten der Welt. Diese Straße durchquert das tibetische Hochland und bietet beeindruckende Ausblicke auf Salzseen, Vulkane und Gletscher. Die Reise auf dieser Straße kann jedoch lang und anstrengend sein, und die Reisenden müssen darauf vorbereitet sein, sich der Höhenkrankheit und den extremen Wetterbedingungen zu stellen. Eine weitere beliebte Option ist die Zugfahrt von Xining, der Hauptstadt der Provinz Qinghai. Der Qinghai-Tibet-Zug, ein Wunderwerk der modernen Ingenieurskunst, durchquert beeindruckende Tunnel und Brücken und bietet den Passagieren ein einzigartiges Erlebnis. Die Zugfahrt ist eine bequemere Möglichkeit, nach Tibet zu gelangen und ermöglicht es den Reisenden, die Landschaft zu genießen, während sie sich entspannen. Für diejenigen, die ein authentischeres Abenteuer suchen, ist es möglich, eine Jeep-Tour auf den Nebenstraßen Tibets zu unternehmen. Diese Option bietet mehr Flexibilität und ermöglicht es, abgelegenere Orte zu erkunden. Es ist jedoch wichtig, einen erfahrenen Führer und ein geeignetes Fahrzeug zu haben, um den Bedingungen des Geländes gerecht zu werden. Sich in Tibet zu vertiefen, bedeutet, eine der außergewöhnlichsten und einzigartigsten Erfahrungen der Welt zu entdecken, eine Reise, die das Gewöhnliche übersteigt und dich in ein Reich von unvergleichlicher Schönheit und Spiritualität führt. Bist du bereit für die Reise deines Lebens? Tibet entfaltet sich vor uns wie ein Wandteppich aus Geschichten und Traditionen, die der Zeit trotzen. Es ist ein Ort, an dem sich Kultur und Spiritualität mit atemberaubenden Landschaften verbinden und uns einen Einblick in eine Welt bieten, in der das Heilige und das Irdische in perfekter Harmonie tanzen. Von der Einzigartigkeit der Bruderheirat bis zu den Legenden des rätselhaften Yeti sind jede Sitte und jeder Mythos Fäden, die das reiche Gewebe der menschlichen Erfahrung weben. Wir laden dich ein, in diese Reflexion einzutauchen und deine Eindrücke zu teilen. Was hältst du von der Praxis der Bruderheirat in Tibet und ihrer Rolle bei der Bewahrung der kulturellen Identität? Wenn du die Gelegenheit hättest, nach Tibet zu reisen, welcher Ort wäre der erste, den du entdecken möchtest, und welche Gründe treiben diesen Wunsch an? Was denkst du über die Möglichkeit, dass legendäre Wesen wie der Yeti oder das Monster vom Namzo-See existieren? Deine Perspektive ist wertvoll, und wir sind gespannt darauf, sie zu erfahren. Hinterlasse deine Kommentare und nimm an der Diskussion teil. Und wenn dich diese Reise durch Tibet genauso fasziniert hat wie uns, gib dem Video ein Like und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Inhalte wie diesen zu verpassen. Deine Unterstützung ist entscheidend, damit wir weiterhin gemeinsam die Geheimnisse unserer Welt entdecken können.